Und deswegen ist es immer wieder das oberste Gebot, dafür zu sorgen, dass unser Energielevel, unsere Kraft, dass die nie runtergeht. Bei der Anfangsmusik ist mir noch so ein Erlebnis untergekommen. Ich habe da auch so einen YouTuber abonniert und der hatte mal eine Zeit lang so eine Hitliste gemacht für die schlechtesten Kommentare. Und hat dann den allerschlechtesten gekürt mit etwas, was ich jetzt nicht hier erwähnen möchte. Auf jeden Fall, das hat er damals ganz neu gemacht und hat es eine ganz kurze Zeit nur gemacht und dann nicht mehr. Dann habe ich mir gedacht, ja, der hat das richtig gemacht. Denn in der Zeit, wo er sich überlegt, welches ist der schlechteste Kommentar, beschäftigt er sich ja damit. Und überlegt, was ist das Schlechteste, das ist noch schlechter und wühlt eigentlich nur im Dreck. Ja? Und wir haben ja gelernt, wir haben es ja gehört, dass man sich damit überhaupt nicht mehr beschäftigen sollte. Und so ist es auch bei uns im Leben. Jetzt nicht überlegen, was war bei uns das Schlimmste im Leben, sondern egal was gewesen ist an Ungutem, komplett weg, nicht mehr drüber nachdenken. Das ist Vergangenheit, interessiert kein Menschen mehr, ist aber einfach nur Ballast, also stinkender Ballast, den wir wirklich nicht brauchen. Die Gedanken, ne? Die Gedanken, das sind immer die Gedanken, über die das kommen will. Und das lernen wir hier. Das lernen wir immer mehr, darauf zu achten, zu unterscheiden zwischen gut und ungut. Was baut mich auch auf? Was macht mir ein Smile ins Gesicht und was eben nicht? Und wir müssen, und das ist so schön, es kann uns kein Mensch der Welt kann uns zwingen, uns mit der Vergangenheit und mit dem Schlechten zu beschäftigen. Ja, aber nichts aber. Nee, brauchen wir nicht. Das können wir beiseite tun. Daraus gelernt haben wir, ja, also aus den Fehlern, aus dem Schlechten muss man lernen und dann muss man es aber auch gehen lassen. Ja, und das ist aber eine Übung, liebe Freunde. Sie brauchen jetzt nicht links und rechts zu schauen und sagen, boah, ist der schon weit, der hat das schon erreicht. Wann hat man das erreicht, dass man nie wieder von negativen Gedanken angegangen wird? Wann ist der Zeitpunkt da? Nie. Nie. Ja, da brauchen wir ja gar nicht erst anzufangen. Nie. Bruno Kröning hat gesagt, das Böse ist immer um uns herum. Blöd, ne? Aber es ist da. Und wir brauchen permanent den Schutz. Und wir brauchen diesen Schutz, diesen göttlichen Schutz. Das ist wie so ein Schutzmantel. Und wenn wir voll Kraft sind, dann ist dieser Schutzmantel dicht. Dann kommt da nichts Negatives durch. Aber wenn wir energielos sind, und das beobachten Sie mal bei sich, wann kommen bei Ihnen negative Gedanken? Wann poppen diese ganzen negativen Dinge auf? Wenn Sie voller Kraft sind oder wenn Sie schwach sind? Und Sie werden feststellen, diese Gedanken kommen dann, wenn Sie schwach sind. Das ist, weil dieser Schutzmantel, der besteht quasi aus Energie. Göttliche Energie. Und wenn wir schwach sind, dann sind da Löcher drin. Und dann kann das da durch. Dann sind wir nicht mehr so geschützt. Und deswegen ist es immer wieder das oberste Gebot, dafür zu sorgen, dass unser Energielevel, unsere Kraft, dass die nie runtergeht. Ja, das ist, Sie brauchen sich nichts merken, aber wenn Sie das Intus haben und das verstanden haben, dann kommen Sie immer gut durch. Und Sie brauchen nur Ihr Handy zu nehmen, das ist ähnlich,
da werden Sie immer darauf achten, dass es geladen ist. Und wenn Sie merken, es macht so die letzten Zuckungen, wenn das Akku fast leer ist, macht das nochmal kurz, piep. Das ist das für Sie ein Signalzeichen, dass Sie zur Steckdose laufen. Oder Sie wissen, Worst Case ist eingetreten. Kein Strom, keine Verbindung, nichts. Und das darf uns mit unserem Körper, liebe Freunde, nie passieren. Und deswegen sagt uns Bruno Gröning auch, was spüren Sie? Was fühlen Sie? Unser Körper ist ein Seismograph, also eine Nadel, die uns genau aufzeigt, wo wir stehen. Und das fühlen wir auch. Jeder Einzelne fühlt das in seinem Körper. Ob er kräftig ist, ob er gut drauf ist oder ob er, wo ist das nächste Bett, drauf ist. Und lasst mich in Ruhe. Und wenn Sie dieses Gefühl haben, wenn Sie sich so runtergewirtschaftet haben, dann müssen Sie reagieren. Dann müssen Sie etwas tun, damit dieser Zustand schnellstmöglich wieder vorbei ist. Und deswegen ist es immer wichtig, dass wir immer über gute Kraft, genügend Kräfte verfügen.